Minecraft Varo oder ausgeschrieben Vanilla Roleplay. Ich denke mal, davon hat bestimmt jeder schon mal gehört. Mehrere Teams bestehen aus 2 Spielern, gibt auch Projekte, wo man nur alleine ist, aber in der Regel sind es immer Zweierteams, treten gegeneinander an, um die letzten Überlebenden zu sein. An sich ein einfaches Prinzip. Allerdings erfordert ein Varo ordentlich PvP-Skills und auch sehr viel Glück, damit man nicht so schnell ausgeschaltet wird und auch nicht dumm stirbt. Doch warum rede ich in diesem Video darüber? Nun, ich habe schon an so einigen Varo-Projekten teilgenommen, wo ich nicht so wirklich erfolgreich war, aber das lassen wir mal außen vor. Und hatte mir überlegt, in diesem Format über die verschiedenen Projekte mal so zu reden, was gut lief, was scheiße lief und so weiter. Mein Kumpel Marvin, aka Kleiner Muffin, hatte auch schon ein echt geniales Video zu diesem Thema gemacht, da ich ihn auch auf diese Idee gebracht habe. Es wäre wirklich echt cool, wenn ihr euch sein Video auch anschauen würdet. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Aber im Gegensatz zu Marvin wird das kein Top 5 Video und ich werde das Ganze wahrscheinlich in 2 Videos aufspalten, da ich auch etwas intensiver über die Projekte reden werde und das Video soll jetzt auch keine Überlänge haben wie das erste History of Chaos Video. Das möchte ich euch nicht antun. Und das wäre soweit alles zur Einleitung. Und damit würde ich sagen, starten wir doch mal durch mit dem ersten Projekt. Es handelt sich dabei um Miro, welches von Simmeluja und ich meine Ballandor initiiert wurde. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte. Von diesem Projekt gibt es bislang nur 5 Staffeln, nennen wir es mal so, und das erste Miro fand im Jahre 2015 statt. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie es dazu gekommen ist, dass ich dort mitgemacht habe. Wenn man bedenkt, dass ich bis dahin hauptsächlich Minecraft Singleplayer gespielt habe und eher gebaut als gefightet habe. Damals hatte mich Simmeluja zu diesem Projekt eingeladen und kurz erklärt, worum es geht. Und ja, ich habe die Einladung angenommen und zusammen mit Mayonnaise EP, den ihr vielleicht noch als Draco Meteor EP oder als Lavi kennt, unter dem Namen Chaos Gamers teilgenommen. Der Teamname kommt von einem ehemaligen gemeinsamen Kanal von mir und MRC, den wir damals auf der Plattform MyVideo erstellt hatten, bevor die Seite die Funktion für User-Generated Content entfernt hat. Und falls ihr euch fragt, warum ich mich noch ganz genau an den Teamnamen erinnere, obwohl das schon Ewigkeiten her ist, ich habe noch alle Videos zu den einzelnen Varos und bei den Ordnern habe ich mir auch alle Teamnamen dran geschrieben. So viel dazu. Als das Projekt begann, hat sich ein Problem sehr schnell gezeigt, was auch unser Ende sehr schnell besiegelte. Wir beide hatten null Ahnung, wie man in einem Varo am besten agiert. Autsch. Das führte unter anderem dazu, dass wir in der Nähe des Spawns eine Base aufgebaut haben, also im Untergrund, und die meiste Zeit dort geblieben sind. Und das ist jetzt kein Witz oder so, sondern die Realität. Man könnte fast sagen, ich habe Minecraft Survival in einem Varo gespielt. Gut, und wie endete es für uns? Nun, Mayonnaise meinte, sich mit vielen Creepern anlegen zu müssen und es dann natürlich gefallen. Hau ab, du darfst nicht sterben. Du weißt, dass du hier vorsichtig sein musst. Oh, scheiße. Hier keine Risiken ein. Nein! Und bei mir war es so, weil ich nicht wusste, wie man die Eisenstiefel craftet. Woher auch, wenn man die Rezepte zu der Zeit nicht kennt. Und wurde dann von Simmeluja hinterrücks gekillt. Sag nochmal die Kombination, schnell. Also, was war das? Also links in der Mitte und unten und rechts in der Mitte und unten. Was war das jetzt? Ich bin gestorben. Was war das jetzt passiert? Ich habe tatsächlich den Killer, also Yannick, danach des Hackings bezichtigt. Ob ich das jemals öffentlich geschrieben habe, weiß ich nicht. Weil ich nicht wusste, wo er war, bzw. woher er kam. Er ist ja, wie man sehen konnte, durch die Wand geschlichen. Und wie PvP-Spieler ja wissen, wird der Name in dem Fall ausgeblendet. Da ich als Nicht-PvP-Spieler zu der Zeit davon gar nichts wusste und das im Spiel auch nirgendwo erklärt wurde, ist klar gewesen, dass so eine Reaktion kommen muss. Aber wenigstens hat Yannick zugegeben, dass ihm der Kill etwas leid tat. Es tut mir jetzt gerade mega leid, weil ich ihn einfach von hinten einfach nur weggesammelt habe. Es tut mir so leid. Und danach habe ich dann an keinem Varo mehr teilgenommen. 2017 bin ich im Rahmen des Miro-Projekts in Miro 4 wieder eingestiegen, aber so schnell wie ich da wieder mitgemacht habe, so schnell war ich auch wieder draußen. Keine Sorge, ich wurde nicht gebannt oder so. Doch, was war passiert? Ich habe an dem Projekt zusammen mit Atomic unter dem Hashtag Nukleares Chaos teilgenommen. Ein Teamname, den wir schon bei Minecraft Dash benutzt haben, aber dazu mehr in einem späteren Video. Und die Probleme fingen beim Start direkt an, weil Flo, so heißt Atomic in Real Life, genau da nicht konnte und ich alleine starten musste. An für sich kein Problem, ich kam mir den ersten Part über zurecht. Im zweiten Part musste Flo sich zu Mining Codes durchkämpfen, allerdings endete dies sehr schnell, als dann das passierte. Ich werde wahrscheinlich an einem Hungertod sterben. Das wäre scheiße. Yep, das wär's. Das wär fail. Ich werde sterben. Wieso? Weil ich Vollschaden habe. Und yep, war passiert.
bist erst nicht ernsthaft gestorben. Doch, weil ich kein Wasser hatte. Wie kann man nur so dumm sterben? Habe ich mich auch immer gefragt. Nun, Flo hat sich danach selbst gekillt, weil er keinen Sinn mehr in seiner Existenz in diesem Projekt gesehen hat. Und somit war das Ganze schnell vorbei. Ich fand es persönlich mega scheiße, dass es so enden musste, weil ich wollte bei dem Projekt nicht nur länger überleben, sondern ich hatte auch zu der Zeit an einem Minecraft 3D Animations-Opening gearbeitet, denn seit Minecraft Dash habe ich zu jedem Projekt ein Intro bzw. ein Opening erstellt. Und dieses hier war zwar unvollständig, aber ich kann euch zumindest zeigen, was zumindest fertig geworden ist. Sofern Conny die mitspielt, versteht sich. Ihr könnt gerne dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bei Miro 5, dem bisher letzten Miro, lief es aber wieder besser, was auch daran lag, dass ich da mit Marvin zusammen unter dem Hashtag GottaGoMette angetreten bin. Und dieses Projekt war von allen Miros, wo ich mitgemacht habe, definitiv das Beste gewesen. Und ich spreche da weniger davon, dass ich da am längsten durchgehalten habe. Miro 5 hat sich unter anderem dadurch abgehoben, dass es neben dem normalen Opening ein spezielles 3D-Intro für den ersten Part gab, die Bearbeitungen wie beispielsweise der Timer im Stile der Lebensleiste aus dem Anime Sword Art Online und auch die epischen Thumbnails, die alle mit Minimator erstellt wurden. Doch, warum sind die Parts dazu nicht mehr Future verfügbar? Das hat was mit dem Opening zu tun, weil Monate nach dem Projekt diese dann nach und nach weltweit wegen dem Song gesperrt wurden. Und es hatte mich sehr verwundert, dass ich gar keine Strikes dafür bekommen habe, denn normalerweise bekommt man bei 2 weltweit gesperrten Videos definitiv einen Strike. Aber ich beschwere mich mal nicht. Wenn wir schon bei den Openings sind, das Intro zu dem 7. und letzten Part war etwas spezieller, weil dort Teile der Map verwendet wurden und ihr fragt euch sicherlich, woher ich die habe. Ich musste leider warten, bis das Finale durch war, damit mir Yannick die Map schicken konnte und deshalb hatte es 3 bis 4 Wochen auch gedauert, bis der Part auch online gegangen ist, wofür ich leider heftig kritisiert wurde, auch wenn das Ergebnis super war. Und wie haben Marvin und ich unser Ende gefunden? In einem Fight. Marvin hatte gegen Ben David gekämpft, ist gestorben und ich habe auch kurz danach gegen ihn verloren, weil ich nicht direkt von Anfang an mitgefightet habe, also 2v1 mäßig. Problem war auch, dass ich keinen Bogen hatte, weshalb sich Marvin auch ein bisschen beschwert hat. Ich habe aber keinen Bogen. Du hast keinen Bogen? Wie kannst du keinen Bogen haben? Ich habe keinen Bogen. Du hast nie einen gemacht, du hast alles für dich gemacht. Du hast doch selber einen. Hä? Wo? Wie war's wo? Du musstest doch einen haben. Eigentlich habe ich gar keinen. Und ich habe mal die Parts nochmal durchgeschaut. Ich hatte mal einen Bogen. Doch den habe ich dann gegen Ende von Part 4 in eine Chest gelegt. Und den hat sich Marvin sicherlich genommen, was ich aber danach nicht mehr realisiert habe. Dadurch hatte nur er einen Bogen. Man kann jetzt durchaus sagen, ich war ein Keck. Ja! Aber am Ende muss ich sagen, bin ich mit dem Projekt und insbesondere mit den 3D-Grafiken und Animationen sehr zufrieden. Und deshalb kann ich von mir selbst behaupten, dass Miro 5 das beste war, was ich je hochgeladen habe. Wenn man den Ingame-Timer komplett ausblendet. Und Yannick, falls du das Video hier sehen solltest, ich würde mich immer noch über ein Miro 6 freuen. Wäre echt cool, wenn du wieder mal sowas organisieren könntest. Yannick hatte aber auch ein kleines Zwischenbauprojekt mal veranstaltet als eine Art Filler zwischen 2 Miros, nämlich Minecraft Trust. Und interessanterweise habe ich dort mit Yannick unter dem Hashtag Chaosritter geteamt. Und wie startet man ein Projekt am besten? Richtig, mit einem Strike. Und das nur, weil man mal ein tolles Intro dafür produzieren wollte und deshalb in Part 1 für eine gewisse Zeit den Word-Downloader aktiv hatte. Wie mir einfach keiner vertrauen wollte, macht mich echt schon etwas traurig. Gut, Yannick bildet die Ausnahme, aber trotzdem war es etwas traurig. Das Projekt hatte seinen Namen definitiv alle Ehre gemacht. Scherz beiseite, aber wenigstens blieb es nur dabei. Aber mal kurz zur Erklärung für alle, die sich fragen, was der Word-Downloader genau macht, denn der Name ist etwas irreführend. Dieser lädt nämlich gar keine Daten vom Server herunter, sondern speichert die Chunks, die der Client während des Aufenthalts auf einem Server ganz normal geladen hat, in eine separate Minecraft-Map, die man sich dann lokal anschauen kann. Allerdings hat die Sache einige Haken. Zum einen sind alle Chunks, die der Client während der Mod aktiv war, nicht vom Server abgefragt hat, komplett leer. Denn zum Generieren der Bereiche fehlt eine ganz bestimmte Information.
Beschleunigung, der Wordseed. Und den können nur Spieler mit OP-Rechner abrufen. Wenn dieser beim Start des Downloads mit eingegeben wird, was immer noch kein Download im eigentlichen Sinne ist, aber lassen wir das mal außen vor, dann kann man damit die Map wirklich vollständig generieren lassen. Und so als Fakt am Rande, Truhen oder andere Blöcke, wo man Items platzieren kann, sind auf der generierten Map auch leer, außer man hat während des Downloads einmal darauf zugegriffen. Dann wird aber nur der Zustand zum Zeitpunkt des Downloads gespeichert, nicht die Änderung danach. Wollte ich hier nur mal so erwähnen, nicht dass einige denken, dass man damit einfach mal so in Teamchests von anderen reinschauen kann. Es lief bei diesem Projekt alles gut, bis Yannick sich dachte, dass wir gegen Firework Gamer und Stache kämpfen sollen, was am Ende wirklich ein Fehler war, weil klar, Yannick konnte Firework ausschalten, also nachdem ich ausgeschaltet wurde, und Stache hat Yannick am Ende gekillt, aber der Kampf war auch am Ende sehr heftig gewesen. Am Ende wurde das Projekt trotzdem ganz nice. Es gab 2 Intros, wobei von dem letzten gibt es sogar 2 Versionen, eine für meinen Kanal und eine für Yannick. Wer sich dafür interessiert, in der Videobeschreibung ist ein Video verlinkt, wo ich gezeigt habe, wie ich das Video damals mit dem VSDC Free Video Editor erstellt habe. Und das Tool war nicht sehr einfach zu handhaben. Und als letztes kommen wir zu einem Projekt, wo man sagen kann, dass wir definitiv gewonnen hätten. Minecraft Flaro. Damals hatte Marvin gemeint, dass wir dort mitmachen sollen. Haben wir auch gemacht und das Projekt lief besser, als man es sich vorstellen konnte. Denn mit der Macht meines damaligen Glücksbringers, was by the way ein stinknormaler Touchpad für den DS war, kein Witz, hatten wir das krasseste Lack des Todes gehabt. Angefangen, dass wir sehr schnell Dias gefunden haben. Dann haben wir noch eine Mine im Part 3 aufgestöbert. Und von der ersten Verzauberung will ich gar nicht erst reden. Junge! Weißt du, was ich gerade für ein fettes Lack hab? Hier, guck dir das Schwert mal an. Guck dir das scheiß Schwert an. Du hast nicht erst auf Feueraspekt. Doch! Das Projekt war von Luck nur so geprägt. Und wir hatten auch einen Fight gehabt, wo ich mich auch auf Zuruf von Marvin mit eingemischt habe. Also 2v1 mäßig. Den wir zwar am Ende gewonnen hatten, aber dafür wurden wir für diese Aktion geflamed des Todes. Doch, so toll wie das Projekt auch war, ich feiere den Spawn immer noch, weshalb ich diesen auf der Nacht im 2GFLP Map versucht habe nachzubauen, gab es so einige Probleme. Angefangen damit, dass das Projekt nicht an YouTuber gerichtet war und deshalb wurden wir dafür kritisiert, dass wir die Parts dazu hochgeladen haben. Aber wie kann man sich über die kostenlose Werbung für das Projekt, was wir damit ja auch gemacht haben, so aufregen? Verstehe ich nicht. Und am Ende musste das Projekt abgebrochen werden, weil es, man muss es einfach so sagen, einen Vollidioten in dem Projekt gab, der sich dachte, dass es eine gute Idee ist, mitten im Projekt einfach mal den Username zu ändern. Und jeder, der schon mal ein Varo veranstaltet hat, weiß ja, dass sowas die Plugins komplett zerschießen kann. Ist zwar etwas schade, dass das Projekt zu enden musste, aber ohne jetzt arrogant rüberzukommen, wir beide hätten das Deathmatch mit unserem krassen Equipment safe für uns entschieden. An den späteren Flaros haben wir leider nicht mehr mitgemacht, aber war trotzdem ganz cool. Und das wäre es fürs Erste. Im zweiten Teil zu diesem Thema werde ich dann die restlichen Varo-Projekte ansprechen, wo ich teilgenommen habe. Ich hoffe, ihr fandet das Video und insbesondere das Thema sehr interessant und schreibt gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare. Das nächste History of Chaos Video wird nicht Teil 2 werden, sondern was anderes und ich bin mir sicher, darauf freut ihr euch schon mit Sicherheit. Weil da wird es um ein Thema gehen, worüber ich in der gesamten YouTube-Laufbahn kaum bis sehr selten mal gesprochen habe. Seid auf jeden Fall gespannt und bis zum nächsten Mal und ciao! My sorrows and desires, no crystal.